Ja, das Spezielle vom Berg im Winter ist definitiv, und das gefällt mir fast am meisten, das ist wirklich der Kontrast genau zum Sommer. Wo im Sommer so viele Leute unterwegs sind und eigentlich du auch durchaus, wenn du nicht die Leute siehst, auch herrschst, ist das im Winter wirklich eine Gegend der Einsamkeit und da dagegen vom Glück. Glück auch alleine zu sein und da ein Glück irgendwie die Zeit für sich zu haben und auch irgendwie die Berge für sich zu haben. Und deswegen ist der Kontrast da, was mich so reizt, da im Winter unterwegs zu sein. Besonders gefällt beim Winter ist einfach die langen Nächte und die kurzen Tage. Und als Kind hat man ja eigentlich auch, lernt man relativ schnell irgendwie vor der Nacht Angst zu kriegen. Und das ist etwas nicht Natürliches sozusagen, sich auch in der Umgebung alleine auszusetzen. Aber wenn man es schafft, das trotzdem irgendwie umzudrehen, dann versteht man eigentlich, dass das wirklich ganz ein krasses Privileg ist, wenn man das hinkriegt und da ganz ein krasses Geschenk ist, das was man sich selber macht. Weil es ist wirklich eine Zeit, die was man sich selber schenkt und die dir niemand geben kann. Climbing in winter is a totally different game, I would say, because there's a lot of snow normally, also in the Dolomites for sure. And just to reach the foot of the mountain can be a huge problem, because you have to trace all by your own. And in winter, the environment is totally different, and pathfinding is not always that easy. And if you're climbing alone, so doing this in a solo style, I would say it's the highest art of climbing. I think when you go into the mountains in winter alone, then you see that you are very small. You are not in the center of everything, but you are part of everything maybe. And this feeling of this understanding that you are small regarding to the big mountains, because they're very big. This is something I'm happy that I found this in the mountains, and I think Simon more or less had the same emotion. Das Besondere bei der Erfahrung war sicher, über seinen eigenen Schatten zu springen. Ich bin ja wirklich ein Mensch, der was das Umfeld und die Familie genießt. Ich bin gern bei Leid und ich fühle mich auch unter Leid wohl und bin sehr dankbar, dass ich das haben darf. Aber es gibt so Momente, wo ich einfach spüre, ich muss einmal ausreißen, ich brauche die Zeit für mich. Und nachher die Kombination mit der Aktivität, mit Bergsteigen, mit Klettern zu verbinden, das ist für mich sozusagen ein Geschenk, das was ich mir selber dabei mache. Der schwierigste Moment bei solchen ernsten Projekten ist definitiv der erste Schritt und die Entscheidung zu treffen, in den Rucksack zu packen und wegzugehen. Und das habe ich im Keller meistens um. Dann nehme ich den Rucksack her und haue mal das ganze Zeug her, was ich mir denke, das könnte ich brauchen. Und von dem her hebst du dann an zu optimieren und probierst dann auch bei jeder Aktion, was du machst, schreibe ich mir die Sachen auf, die was wirklich notwendig waren und gewisse Sachen, die was vielleicht mehr als Luxus dabei waren. Mehrere Tage alleine unterwegs bin, mit heimnehme, das ist wirklich auch das Bewusstsein, wie wenig das man braucht, um glücklich zu sein. Bisogna muoversi con rispetto per la montagna più che paura e cercare di, col rispetto, di
rischiare il meno possibile. Questo è ciò che ho capito da lui. La questione della temperatura e del freddo e specialmente il vento è una cosa non da sottovalutare. Per esperienza devo dire che congelarsi è un attimo. Uno non se ne accorge di ciò che sta effettivamente succedendo, te ne accorgi quando è troppo tardi. Umdrehen ist für mich definitiv allem eine Option. So mit dem Gedanke starte ich ja daheim und mit dem Gedanke gebe ich allem in der Sandra, zeige ich sie ja wirklich und sage sie auch, wenn es mir nicht passt, dann lasse ich es einfach. Ich probiere es einfach und schaue einfach, wie es mir geht und wie ich mich fühle. Und das Bauchgefühl entscheidet dann, ob es nach oben oder nach unten geht. Also ich glaube, die Beziehung war in dem Sinne anders, weil der Simon nicht der Mensch war, der was er ist. Weil ich glaube, genau das, was er tut, ist genau das, wo sein Herz auget, wo er sich einfach selber spürt. Das heißt jetzt nicht, dass er sich daheim nicht spürt, aber das ist einfach das Ich spüre, also das was mich nährt. Und daheim ist daheim und das andere ist einfach für sich sein und für sich selber den Raum schaffen, aber dann auch wieder Raum geben. Und in dem Moment, wo er für sich etwas dienen kann, schaffen wir für ihn Raum und gleichzeitig gibt er uns aber danach wieder ganz viel zurück, weil wir alle beieinander sind. Ich stelle mir den Simon vor, weil er unterwegs ist, also dass er mit jedem Atemzug, jeden Schritt einfach das genießt und wertschätzt und dankbar für das ist, was er erleben darf. Und aber auch, dass er mit jedem Schritt und mit jedem Atemzug sich schon auf das freut, wieder heimzugehen. So stelle ich mir den Simon vor. Und auch die Möglichkeit haben, es nachher noch zu machen, ist eigentlich etwas vom Schönsten. Und auch wenn man das spürt in der Früh, das Ausstehen für etwas zu brennen und auch für etwas eine Leidenschaft zu haben. Auch zu verstehen, das Leben wertzuschätzen. Ich glaube, das ist schlussendlich auch das, was uns motiviert und was das Wichtigste am ganzen Leben ist.